Hallihallo, hier ist Katharina und herzlich willkommen in unserer gemütlichen Welt des Flechtens mit Zeitungspapier. Heute habe ich ein etwas ungewöhnliches Video für euch, gesprächig, herzig und wichtig. Stell dir vor, neulich habe ich einfach mein Projekt kaputt gemacht, selbst verwirklicht und selbst wieder kaputt gemacht und ehrlich gesagt, es war so befreiend. Aha, ich weiß, klingt vielleicht etwas komisch, aber lass mich dir erzählen, warum ich das getan habe. Weißt du, mir scheint irgendwie, dass ich heute etwas sagen werde, das du gerade dringend hören musst. Wenn dir etwas nicht gleich beim ersten Mal gelingt, das ist normal. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass meine oder deine Hände irgendwie falsch sind und nicht vom Kopf gesteuert werden. Wirf diese dummen Gedanken weg. Mit unseren Händen ist alles okay, ehrlich. Weißt du, im Moment gibt es so viele dieser Geschichten über den erfolgreichen Erfolg. Und man wünscht sich so sehr, dass alles, was man anfasst, sofort beim ersten Mal ein Meisterwerk wird. Aber leider und am Leben ist es manchmal ein bisschen anders, nicht wahr? Wenige erzählen und zeigen, was da hinter der Kamera eigentlich wirklich passiert. Und da, meine Lieben, sind es Jahre der Übung, Tausende von Arbeitsstunden und, ehrlich gesagt, nicht weniger als ein Dutzend Projekte, die direkt am Mülleimer gelandet sind. Das ist so ein Weg des Ausprobierens und der Fehler, den viele durchlaufen. Und ich sag dir ehrlich, dieses Projekt ist bei weitem nicht das erste, das am Mülleimer gelandet ist. Früher habe ich das irgendwie nicht so breit getreten. Entweder war es mir peinlich oder ich dachte, wen interessiert das überhaupt? Nun, und da ich offen spreche, was soll ich verbergen? Jeder Misserfolg hat mich sehr enttäuscht. Allerdings habe ich gelernt, solche Situationen viel leichter loszulassen. Naja, hat nicht geklappt, na gut, kommt vor. Das ist schließlich nicht das Ende der Welt. Hauptsache ist, zu versuchen zu verstehen, wo und was schiefgelaufen ist. Und genau dieser Ansatz hilft mir seltsamerweise weiterzumachen. Soll ich dir ein paar Geschichten über meine solchen Misserfolge erzählen, die mich eigentlich viel gelehrt haben? Ich war mal ganz begeistert davon, einen Door-Basket zu flechten. Alles lief scheinbar gut, aber ich habe mit einzelnen Ständern geflochten. Einzelne, doppelte, was für ein Unterschied, dachte ich. Je mehr Röhrchen in den Ständern, desto höher der Verbrauch. Das war es, was mich in erster Linie beunruhigte. Nun, und ich wollte nicht unnötig Zeitungsröhrchen verschwenden, die ich so lange gedreht hatte. Jedenfalls begann der ganze Korb irgendwann plötzlich schief zu werden. Ich hatte nicht einmal bemerkt, wann es anfing. Da hatte ich schon irgendeinen krummen Missstand vor mir. Ich habe versucht, das zu korrigieren, aber es hat nicht geholfen. Und welche Schlussfolgerung habe ich aus dieser Geschichte gezogen? Nun, folgende. Mit einzelnen Ständern zu flechten ist keine einfache Aufgabe. Es erfordert sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Sie werden leicht zur Seite gezogen, besonders wenn man nicht rechtzeitig aufpasst. Und dann ist es, wie man sagt, zu spät für alles. Es ist unmöglich, es zu korrigieren. Dann habe ich versucht, einen anderen Door-Basket zu flechten. Diesmal mit doppelten Ständern. Und da, wow, das Flechten wurde um ein Vielfaches einfacher. Und es kam mir sogar so vor, als würde sich der Korb von selbst flechten, ohne mein Zutun. Also weiß ich jetzt genau, einzelne Ständer sind etwas für diejenigen, die es komplizierter und aufmerksamer mögen, aber doppelte oder dreifache Ständer sind eine echte Rettung, da kann man sich völlig entspannen. Und mein nächster Misserfolg war ein Dinosaurier. Oh, ich erinnere mich immer noch so herzlich an dieses Projekt. Aber es irgendwie zu wiederholen, darauf habe ich einen Moment keine Lust. Und scheinbar war er nicht super kompliziert, aber seine Tücken hatte es. Ehrlich gesagt habe ich sogar ganze 2 Dinosaurier geflochten. Der erste, nun sagen wir mal, er ist ganz anders geworden, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Besonders der Kopf, ich konnte lange nicht verstehen, wie man ihn richtig flicht. Der erste wurde löchrig irgendwie. Irgendwie kein totaler Horror, aber mir hat das überhaupt nicht gefallen. Am Ende habe ich diesen ersten Dinosaurier nicht fertiggestellt. Ich beschloss, von vorne anzufangen und da dämmerte es mir, worin der Fehler lag. Es stellte sich heraus, dass ich die falschen Wendungen gemacht hatte. Als ich die Wendetechnik änderte, wurde das Geflecht dicht, ordentlich und einfach wow! Mir hat so gut gefallen, wie alles passte. Und das habe ich für mich verstanden. Verschiedene Wendungen ergeben ein völlig anderes Ergebnis. Nachdem ich verstanden hatte, wie sie funktionieren, lernte ich, sie zu mischen und zu kombinieren, um genau den Effekt zu erzielen, den ich wollte. Übrigens haben mir diese Erkenntnisse später sehr geholfen, als ich mein seltsamstes Projekt geflochten habe, eine Pest-Doktor-Maske. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Nun, und jetzt kehren wir zu dem Projekt zurück, das ich am Ende gnadenlos zerstört habe. Warum ich das getan habe und welche Schlussfolgerungen ich daraus gezogen habe. Die wichtigste Schlussfolgerung: nicht alles auf einmal anfangen. Neue Farbe für die Röhrchen, neue Form, kompliziertes Projekt. All das wollte ich natürlich sofort haben. Manchmal klappt es natürlich auch beim ersten Mal, aber die Praxis zeigt, dass es meistens nicht so ist. Es ist viel besser, alles Neue schrittweise zu lernen. Und hier erwies sich meine Farbe als launisch. Die Röhrchen zu zart und tückisch, um Fehler beim Flechten zu verzeihen. Die Form hatte ich nicht ganz durchdacht, versuchte schon unterwegs etwas zu korrigieren. Naja, du verstehst. Und dann noch mein flauschiger Helfer. Er ist natürlich ein Süßer, aber manchmal ist diese Süße völlig unangebracht. Es fällt mir sehr schwer, mich zu konzentrieren, wenn mal ein neugieriges Pfötchen dazwischen kommt, mal ein Schwänzchen kitzelt, mal eine Nase überall hineingesteckt wird. Und kurz vor dem Ziel merkte ich, dieser Korb macht mir keine Freude. Warum also leiden? Folgende Schlussfolgerungen habe ich gezogen. Launische Röhrchen verwendet man besser für einfache Projekte. Und wenn das Projekt kompliziert ist, dann verwendet man besser bewährte Röhrchen, die Fehler verzeihen. Und das Wichtigste ist, nicht alle neuen Wünsche sozusagen in einem Fläschchen zu mischen. Besser ist es, Neuerungen einzuführen und den Schwierigkeitsgrad schrittweise zu erhöhen. Was wollte ich dir mit diesem Video eigentlich erzählen? Weißt du, jeder solcher Misserfolg ist nur eine rutschige Stufe. Manchmal rutscht man darauf aus und dann steht man auf, zieht seine Schlüsse, ruht sich aus und geht wieder vorwärts. Mit neuer Kraft, mit neuer Inspiration. Denn wenn man wirklich das macht, was man liebt, wird es früher oder später auf jeden Fall klappen. Ich wünsche dir, dass du nur Freude empfindest am kreativen Prozess, an deinem Fortschritt und überhaupt am Leben. Danke, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Schreib unbedingt in die Kommentare, ob du solche kreativen Misserfolge hattest und wie du damit umgehst. Das würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns in neuen Videos. Tschüss!